Digitale Souveränität ist plötzlich ein Mehrwert geworden, der unabhängiger ist und nicht mehr einfach in diesem Login ist. Das hat sogar die UNO erkannt. Vor 1-2 Jahren haben sie da das Digital Public Goods Definition herausgebracht, dass es wirklich einen Beitrag auch für die Nachhaltigkeit, für die nachhaltige Entwicklung kann leisten. Und was natürlich ganz genial ist, durch von diesem einen genialen Zeitpunkt, dass jetzt das MBAS, Gesetz für den Einsatz von elektronischen Mitteln für Behördenaufgaben, ist verabschiedet worden. Inhaltlich, dass alle Bundesstellen müssen jetzt künftig ihre Software, die sie beschaffen oder selber entwickeln, als Open Source freigeben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge What Finis Open Talk. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast, Matthias Stürmer. Wolltest du dich schnell vorstellen? Ja, Matthias Stürmer, ich bin Professor bei der Fachhochschule und leite das Institut Public Sector Transformation. Ich bin aber schon mal in vielen Gremien und Organisationen tätig, vor allem so CA Open Source, und das ist auch ein Grund, wieso ich hier bin heute. Hat mitunter etwas mit dem zu tun, genau. Wir werden heute wieder über offene Technologien reden, über Open Source, freie Software. Mit dabei ist der Michael Moser. Wolltest du noch schnell ein Wort zu euch sagen? Ja, mein Name ist Michael Moser. Ich bin Verwaltungsratspräsident von der Adfinis. Vor über 22 Jahren gegründet. Der Matthias Stürmer ist ein langer Wegbegleiter in der Berner Open Source Community. Da kommen wir nachher noch dazu. Sehr gut. Ja, mein Name ist Nicola Christner, CEO von der Adfinis. Wir werden heute probieren, ein paar spannende Fragen mit dir ein bisschen, zu erörtern, Matthew. Freut mich sehr, bist du da. Merci vielmals. Für alle, die da heute zuhören, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Episoden nicht verpasst. Wir kennen es, wir fangen immer mit so ein bisschen Icebreaker-Fragen an. Matthew, Stadtmensch oder Landei? Ja, im Moment bin ich beides. Ich wohne auf dem Land, aber es ist eigentlich noch Stadt Bern, von dem her sowohl als auch. Käse oder Brot? Ja. Anspielung auf Bushaltestelle. Ich wohne in Käse und Brot, genau die coolste Bushaltestelle. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, nicht von mir, wo Käse und Brot, das ist einfach die Schweizer Kreuz ist dort erfunden worden. Schon? Ja, das ist eine ernsthafte Sache, aber schaut es am besten selber nachher. Okay. Wo wir über die Fragen nachgedacht haben, habe ich so überlegt, was kommt mir da Sinn? Und er hat sich Käse und Brot gemacht. Das ist klar, dass die Frage drin muss. Aber ja, Uni oder FH? Oder? Oh, ja, was soll ich da sagen, dass ich nicht irgendwie die einen oder anderen tue? Das ist eine politisch heikle Frage. Also ich fühle mich sehr wohl in der Berner Fachhochschule. Das ist wirklich eine sehr coole Gruppe von Leuten und eben ein cooles Departement. Bei der Uni bin ich auch noch tätig. Also ich mache dort auch noch Vorlesungen so zum Thema Open Source, Open Data. Von dem her bin ich mit beiden eigentlich gut unterwegs. Sport oder Wellness? Der GP steht vor der Tür. Ja, momentan wäre Sport angesagt, genau. Aber manchmal am Wochenende auch ein bisschen Wellness. Sehr gut. Bier oder Wein? Bier. 80% Bier und genau, ja, grosse Hoffnungen für. Gut, Annie, die da wieder gezaubert für uns, hat uns ein paar coole Biersorten mitgegeben. Wir werden die ausprobieren. Mich, willst du mal vielleicht schon eins aufmachen oder so legen? Willst du vielleicht die nächste Frage stellen und ich mache ein Bier auf? Ja, dann stelle ich doch die Frage. Dann können wir da weitermachen. Ja, wie ich schon einleitend gesagt habe, haben wir einen längeren Weg schon zusammen beschritten. Das Thema Open Source hat uns 2004, 2005 initial begleitet. Wir haben ein Event gemacht. Ich habe dann noch ein paar Prospekte gefunden, schön brav aufbewahrt, fast druckfrisch. Gib mal über. Hast du vielleicht irgendwie eine spezielle Erinnerung? Ja, sehr viel Nostalgie, weil das ist schon so meine Jugendzeit fast. Also wir sind eigentlich knapp 20 oder so. Ich weiss noch, wir haben dann wirklich das ganze Hauptgebäude von der Uni Bern können mieten oder nutzen, sagen wir mal so, mit dem Oskar-Nier-Strasse, der 20 Jahre später mir geholfen hat, bei der Uni Fuß zu fassen. Und dann sind wir Oracle haben wir gewonnen als Sponsor. Genau, ja. Und wir sind so, Sun, genau, also die Alten, genau. Und dann hat die Marketing-Lady von Oracle so gesagt, ja, cool, Anlass, ja, und wie alt seid ihr? Ja, 22, 3. Was? Also, wir denken, okay, in dem Fall bin ich noch jung. Und jetzt sind wir schon fast doppelt so alt und es ist immer noch aktuell. Ja. Das ist cool. Also dort haben wir gute Freundschaften geschlossen. Seitdem viele Leute, die ich vorher durchgeblättert habe, sind ja heute noch dabei. Da sieht man wirklich Namen, die irgendwie in dieser Szene sind durchgeblieben. Genau.
Sehr gut, wenn wir da mal probieren, ob das so fein ist. Ich nehme mal ja, sehr gerne, ja. Punkte Bier. Das Welches ist Free es? Beer oder Open Beer, oder wie hat es geheißen? Free Beer haben wir mal gemacht, aber ich glaube, Beer. das ist nicht so viel. Cheers, Matthew. Cheers, Massi. Da haben wir jetzt irgendwie Stormtrooper, heisst das. Mit einem Stormtrooper vor drauf. Sehr ein fancy Etikett. Oder so, weiß nicht, muss noch schmecken. Wie man. Also das ist einfach sehr gerne. Ist wirklich sehr gut. Hm? Sehr fein. Da komme ich noch mehr. Lässt sich arbeiten. So. Ja, jetzt können wir es einfach nicht mehr auf LinkedIn posten, das Video. Stimmt. Alkohol. LinkedIn sagt kein Alkohol. Es ist alkoholfrei, oder? Ich glaube, Ja, wir müssen das da rausschneiden. Stimmt, das ist ja alkoholfrei Bier. Gut, ja, nochmal eine einfache Frage, in Anführungszeichen. Vielleicht musst du ein bisschen überlegen, aber wahrscheinlich wird das gut ausschießen. Was sind deine liebsten so Top 5 Open Source Tools? Open Source Tools, ja. Also ich brauche jeden Tag Thunderbird. Ich tue ja auch ab und zu anrufen, wenn nicht etwas geht. Genau. Nicola ist mein VIP-Support. Genau. Das ist wirklich immer noch so. Also wir haben immer noch die Mal, kommt irgendetwas, geht nicht. Und dann Aber schaue ich, was es ich ist schon mache. krass, also das Ding, das hat Hunderttausende von meinen E-Mails, wirklich die letzten über 20 Jahre E-Mails. Das funktioniert. Also von dem her auch Hut ab von dem Ding. Ja, und dann, für die Forschung brauche ich viel Zotero. Da habe ich über 1600 so Literaturquellen, die ich wieder brauche für Papers und so. Dann viele Online-Tools, halt, irgendwie WordPress, CMS für ein paar Digi-Webseiten oder Hitobito für Adressverwaltung, also Nextcloud natürlich. Da brauche ich sehr viele Open-Source-Tools, was immer geht. Das ist halt manchmal ein bisschen, ja, die Welt ist nicht perfekt. Ja. Das ist so. Gerade im Zusammenhang mit... Etwas muss ich noch sagen. Big Blue Button natürlich. Das ist meine Lieblings-Videoconferencing-Software. Da haben wir ja von C-Open einen eigenen Server. Ja. Das ist wirklich eine Gebung. Nutzen wir auch immer mal wieder. Das ist wirklich super. Du hast Thunderbird erwähnt, der Ryan Lee Sipes, oder Sips, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, hat das Projekt jetzt so ein bisschen dem einen neuen Drive gegeben. In den letzten 1-2 Jahren geht mega viel. Ich finde es ein mega spannendes Projekt. Auch jetzt mit der Ankündigung, dass es auf Thunderbird basiert, jetzt auf dem Namen, sage ich jetzt mal, eine Android-App gibt, die K9 und Thunderbird so ein bisschen zusammenbringt. Und passieren ganz viele coole Sachen dort. Und auch Zotero sehe ich regelmässig im LibreOffice-Umfeld ein wichtiges Tool. LibreOffice natürlich, das ist ein naheliegendes Ding, das Genau. brauche ich auch jeden Tag, weil es halt einfach, ja. Also ich sehe, und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Tools vielleicht kennen, sonst ausprobieren. Ich finde es selbstverständlich auch sehr, sehr spannend und ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Man kann nicht immer nur Open Source einsetzen, aber ich glaube, wir arbeiten alle daran, dass das irgendwann der Zustand wird, wo wir da vielleicht alle drauf hoffen. Aber Nächstes 20 Jahre. genau, braucht auch noch einen Schritt 2. Ja. Wenn du wieder zurückschaust, so die Vorteile von Open Source, was dich dazu gebracht hat, dich diesem Thema zu widmen, in der IT, Open Source und heute, wo siehst du die Vorteile von Open Source Software? Ja, mich hat immer schon fasziniert, dass wirklich sehr gute Software von so dezentralen Communities, wo fast keine Führung so formell vorhanden ist, entwickelt, also dass das passiert. Also das ist so ein bisschen die Mikroperspektive, wie man so ein bisschen sieht, wie das entwickelt wird. Wir haben dann mal vor ein paar Jahren die LibreOffice-Konferenz in Bern gemacht. Genau. Das ist wirklich eines der Highlights, weil da merkt man eben, dass es Menschen sind, die von der ganzen Welt kommen, für ein paar Tage wirklich die Software vor Ort weiterentwickeln. Und dann sieht man, dass es einfach so wächst. Das finde ich so spannend. Und dann so die Philosophie dahinter. Wir haben ein paar Mal den Richard Stallman zu Bern gekommen. Er ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, letztes Jahr habe ich ihn mal wieder gehört. Er ist ja, nicht ganz so fit. Aber auch dem seine Philosophie, einfach wirklich so Free Software, wirklich Freiheit, Software, die man für alles anwenden kann, uneingeschränkt, wirklich lieber eben. Und dann halt die Möglichkeiten, dass man als Regierung, Verwaltung kann Software beschaffen und dann nicht einfach abhängig ist von einer Firma, sondern eine offene Ausschreibung kann machen und eigentlich immer mehr so die ganze digitale Infrastruktur unabhängig machen. Das ist auch das Übergeordnete, das finde ich aber auch sehr spannend. Also wir hatten gestern die Open Hauptversammlung gehabt, wo Chrissy Meyer vom Digital Impact Alliance von der United Nations, von der UNO, ist gekommen und die hat vorgestellt, so das Prinzip von der Digital Public Goods.
Das hat sogar die UNO erkannt. Vor 1-2 Jahren haben sie da das Digital Public Goods Definition herausgebracht, dass es wirklich einen Beitrag auch für die Nachhaltigkeit, für die nachhaltige Entwicklung kann leisten. Und deswegen ist schon sehr bemerkenswert. Mhm. Vielleicht können wir da auch ein bisschen anknüpfen. Du hast Behörden genannt, die mit Ausschreibungen nachher Open Source beschaffen, aber auch nicht Abhängigkeiten schaffen zu einem spezifischen Hersteller. Dort haben wir natürlich als Adfinis mit dem Kaluma, Inoska, ein wunderschönes Beispiel von Public Money, Public Code. Das kann man nachschauen auf inoska.ch, wo verschiedene Kantone in dem Sinne jetzt gemeinsam daran arbeiten, eine E-Baulösung zu schaffen, die komplett Open Source ist. Dort gibt es null Abhängigkeit zu uns an sich. Also da kann irgendein anderer Hersteller kommen, kann mitmachen, kann contributen, kann offerieren. Und ich finde das einen sehr schönen Ansatz. Und du bestätigst mich oder uns da in dem Sinne drinnen. Und, ja. Ja, das ist immer so eines der super Beispiele, wo wir ja auch immer wieder bringen. Jetzt, letztes Jahr beim Open Source Roundtable bei SBB, wo wir der SBB, der grosse IT von der SBB, eigentlich zeigt, wie funktioniert Open Source. Die planen ja auch so mit anderen deutschen Bahnen und französischen Bahnen zusammen zu arbeiten. Und da habt ihr einen super Talk gehabt, wo ihr das Modell vorgestellt wie quasi Kaluma als Basis und Inoska als übergeordnete Community. Und sehr clever, also ich finde es wirklich sehr clever, so Kaluma als eher generischer Teil auf Englisch, Inoska eher schweizerisch und so ein bisschen mit den Kantonen. Also ich finde, das ist wirklich sehr clever positioniert. Was auch sehr gut funktioniert, ist Bier trinken. Genau, Ja, da jetzt, zweite Runde. das nächste, es sind eigentlich Hunde drauf. Ich kann nicht genau sagen, wie es heisst. Simsalabimco, Frontal, voilà, wie auch immer. Wir probieren auch das, würde ich sagen. Also zum Wohl, ja. Merci vielmals. Nein, jetzt viel schon über Open Source in der Schweiz geredet. Vielleicht kannst du etwas aus deiner Perspektive erzählen. Ich meine, wir haben unsere Sicht auf die Dinge. Wie nimmst du es du wahr? Wie ist Open Source jetzt etabliert, in den Behörden insbesondere? Wo ist vielleicht die Adoption gross und wo gibt es vielleicht auch noch Probleme in der Adoption? Wie siehst du das? Ja, also wir haben vorher das LOTS, oder? Das war 2004 und 2005, das war so der riesen Hype. Und ich kann mich noch erinnern, und ich dachte, jetzt geht das wirklich durch die Decke. Und dann hat man gemerkt, ja, die Verwaltung kauft weiterhin einfach ihre klassischen Microsoft und Oracles und was auch immer ein. Und dann haben wir versucht, so ein bisschen bei der öffentlichen Verwaltung zu sagen, hey, schaut doch mal Open Source an, Linux und lieber Open Office damals noch. Aber es hat eigentlich nicht so, ja, nein, nicht so wichtig und ja, nein, das interessiert sie nicht. Und dann hat mir einer von der Verwaltung mal einen Tipp gegeben, du musst übrigens Politik einschalten, wenn du machen willst, dass die Verwaltung sich bewegt, du musst bei der Politiker mobilisieren. Da denke ich, okay, machen wir doch. Ja, da, so als Student und nachher Doktorand hatte ich viel Zeit gehabt. Und dann habe ich entsprechend zuerst im Kanton Bern, jetzt Nationalrat Marc Jost, können gewinnen für die Themen. Das ist schon 2007, hat er, glaube ich, den ersten Vorstoß im Grossrat eingereicht. Und nachher 2009 haben wir ja dann, ist die Partei gegründet worden und zeitgleich ist noch die Beschwerde wegen Microsoft-Freihänder, also Bund, wo Microsoft 42 Millionen ohne Ausschreibung hat gegeben. Und dann haben wir dann wirklich richtig angefangen zu lobbyieren und haben dann gemerkt, wir müssen die Politik überzeugen und dann die Ideen von Open beibringen. Und dann haben wir es geschafft, dass wir über die parlamentarische Gruppe digitale Nachhaltigkeit, wieso können den Begriff Digitalisierung und Nachhaltigkeit, da haben wir einfach so ein bisschen, ja, das Gefühl, das könnte noch passen, haben wir das entwickelt und das war 2009, wo noch weit vor dieser ganzen Cloud-Hype und das Mobile und so, das waren die ersten iPhones auf dem Markt. Und dann hat das irgendwie sehr gut funktioniert. Zuerst mal den Begriff Open Source den Leuten klar zu machen, dass es eben um mehr geht als nur um Software, sondern es geht um etwas Höheres, etwas Wichtiges, um das digitale Wissen. Dass wir eigentlich als Gesellschaft abhängig sind von diesem digitalen Gütern, eben wie Software und Daten und was auch immer. Und darum haben wir dann können, ja, so die Leute mobilisieren. Das war sicher ein wichtiger Teil der Aufklärungsarbeit, dass einfach unter Free Software nicht einfach Gratis Software ist und gerade im Bundes- oder im Behördenumfeld
jeweils ja die Lizenz- und Haftungsfragen müssen thematisiert werden. Das war noch der andere Teil, wo wir auf einer, sag mal, juristischen, ein paar Roundtables, die du organisiert hast, sind drin gewesen, wo wir haben müssen oder dürfen Aufklärungsarbeit leisten, damit heute auch das Beschaffungsrecht und der AGB Bund und die SIK entsprechend eine neutrale Gewichtung machen. Und jetzt so ein bisschen ausblickend, digitale Souveränität in der Schweiz. Ja. Was sind so die geeigneten politischen Mittel, wo man heute daran arbeitet, ausblickend? Also das ist natürlich nochmal so eine spannende Entwicklung gewesen, wo man gemerkt hat, ja, Souveränität, aber digitale Souveränität ist plötzlich ein Mehrwert geworden, dass man eben unabhängiger ist und nicht mehr einfach in diesem Lock-in ist. Ich denke, das ist eine Erkenntnis, die das auch nochmal auf die politische Ebene gehoben. Es ist jetzt gerade ein Postulat überwiesen worden im Ständerat. Heidi Zgracken, ehemals Bundesratskandidatin, die hat ein Postulat gemacht zum Thema, die Schweiz soll eine Strategie für digitale Souveränität entwickeln. Wenn aus dem Ständerat so etwas kommt, hat das nochmal ein bisschen mehr Gewicht als vom Nationalrat. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Und was natürlich ganz genial ist, von diesem genialen Zeitpunkt, jetzt, den ihr da gewählt habt, dass jetzt gerade das MBAG, das Gesetz für Einsatz von elektronischen Mitteln für Behördenaufgaben ist verabschiedet. Und da haben wir eigentlich, ich sage jetzt mal, etwa 10 Jahre Lobbying im Artikel 9, wo jetzt wirklich Open Source müssen, alle Behörden müssen, alle Bundesstellen müssen jetzt künftig ihre Software, die sie beschaffen oder selber entwickeln, als Open Source freigeben. Ja, es sind sehr schöne Entwicklungen, oder? Und wir sehen, wir haben vorhin das Lotz angeschaut, das hat vor über 20 Jahren hat das angefangen und jetzt sind beide ein wichtiger Teil von dieser Historie, sage ich mal. Und es ist sicher schön, jetzt eben auch die Früchte mal zu ernten. Und ich denke, wir haben alle einen Beitrag geleistet, eben, dass wir den Lock-in reduzieren, dass wir schaffen, dass eben Open Source das Gewicht bekommt. Und dürfen uns, glaube ich, da schon mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, mal dazu anstoßen. Das mal anstoßen. Presley. So ein bisschen der Blick über den Tellerrand raus. Welche OSS-Bestrebungen oder Open-Source-Bestrebungen siehst du jetzt so im Ausland, wo wir vielleicht in der Schweiz ein bisschen mehr darüber berichten könnten? Hast du irgendwo deine Sensorik und deine Augen und Ohren offen? Hast du etwas mitgenommen oder aufgenommen, was du findest, ja, das sollte man mal in die Schweiz hineintragen, wo wir vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könnten, wo sie sich vielleicht selber auch ein bisschen darüber informieren. Gibt es dort irgendetwas? Ja, es gibt jenste spannende Sachen. Also mal so ein bisschen aus der Technologie-Ecke ist ja die ganze KI, Machine Learning momentan ziemlich am Hypen. Und das sind ja Firmen wie OpenAI, die sagen, sie sind open, aber gar nichts mit Open haben. Mhm. Und jetzt gibt es immer mehr eigentlich die Tendenz, also, dass man eben Open AI-Models veröffentlichen. Da hat Hugging Face eigentlich so eine Plattform geschaffen. Aus Frankreich ist die ursprünglich. Ja. Aber wir haben ja in Bern Leute und von dem her ist es wirklich noch cool, dass wir sogar in der Schweiz die Kompetenz haben. Ich finde das ein wichtiges Thema. Ja. Und das wird einfach noch mehr an Relevanz zunehmen, dass auch die ganzen Large Language Models und die ganzen Trainingsdaten und sonstige Anwendungen möglichst transparent sind. Mhm. Und das ist auch wieder aus der Politik ist das eine Forderung, dass sie sagen, wir wollen AI, aber es muss transparent sein, es muss fair sein und so. Und das ist eigentlich am Schluss muss es eben open sein. Mhm. Ein weiterer Trend sind die OSPOs, Open Source Program Offices, wo so eine Art ein Konzept darstellen, wie können Firmen, die jetzt nicht selber Software entwickeln wie dir, oder wie können auch Behörden mit dem Einsatz von Open Source den Nutzen realisieren. Und das finde ich immer wieder wichtig zu sehen, dass man, weil es ja ziemlich bottom-up ist gekommen, das Ganze, dass halt Firmen wie eine Versicherung oder eine Bank oder sonst eine Firma, die müssen das ein bisschen organisieren, dass sie die rechtlichen Fragen, die technischen Fragen, die organisationalen Fragen, strategisch, Business, dass es da wieder eine Kompetenzstelle gibt in jedem Unternehmen und dass man dort wie auch Fachleute hat, wo man dann mit die neuen Sachen anschauen kann, macht Sinn und so. Also denke ich, wenn wir das in der Schweiz noch mehr die OSPOs aufbauen, also in den Firmen, das würde sehr schön helfen. Aber vielleicht noch ein spannender Trend, was immer mehr stattfindet, sind Firmen und Behörden, die Software freigeben. In Deutschland Code.
Code heisst es. Open Code. Open Code, genau. Das ist eine Plattform, wo die Behörden selber ein GitHub bauen haben. Also ich glaube, einfach ein GitLab im Hintergrund. GitLab, genau. Und dann tun sie aber selber ihre Behördensoftware veröffentlichen. In der Schweiz haben wir auf ossbenchmark.com mal so ein bisschen geschaut, welche Firmen geben wie viel Open Source frei. Da ist die Finis Top 10 mindestens. Aber es sind auch Bundesämter, die zum Beispiel Open Source freigeben, schon so ein bisschen unter dem Radar momentan. Und jetzt mit dem Gesetz, mit dem MBAG, der neue offiziell. Wir sehen häufiger das Open Core-Thema aufkommen. Was ist deine Meinung zu diesem Businessmodell, wo sich da viele Hersteller damit bemühen oder ihre Angebote um ein Open Core-Modell, sage ich mal, etablieren? Ja, also ich persönlich bin ein bisschen skeptisch. Für den gesellschaftlichen Nutzen. Ich meine, logisch ist es aus Firmenperspektive attraktiv, wenn du kannst, einen Teil offen haben, einen Teil geschlossen und dann sind die Leute immer noch, also am Ende des Tages wieder mit dem Login abhängig. Das Login ist vielleicht nicht ganz so gross, wie wenn du sonst irgendein Office 365 hast oder so, oder ein SAP, aber es ist halt immer noch über ein Login, wo du den Kunden an dich binden. Und ich finde, das Paradigma bei Open Source sollte sein, es ist Innovation, es ist Performance, es ist günstiger, was auch immer, einfach, dass es Qualität ist, die überzeugt und nicht Abhängigkeit. Und darum, ja, vielleicht so ein bisschen als Zwischenstadium, bis es dann auch ganz offen wird, ist okay, aber das Ziel müsste eigentlich sein, dass es komplett offen ist. Ich denke, wir sehen das viel an, das Modell. Wir ordnen das als Businessmodell ein und nicht als Lizenzmodell. Und wäre sicher auch etwas, was wir im Rahmen von CH Open oder wo immer, denke ich, könnte aufgreifen, für dort auch wieder ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Das ist noch nicht der Idealzustand. Dort sollte man sich auch vielleicht darüber hinwegkommen. Und ich sehe es ähnlich persönlich. Es ist ein Teil eines Lock-in-Problems, aber gleich haben wir in der Realität relativ viel so Angebot. Und es tut mir auch noch schwer, dort irgendwie genaue Aussage zu treffen, wie ich zu dem soll stehen. Der Witz ist auch so ein bisschen aus ökonomischer Perspektive, dass Firmen haben ja nicht unbedingt den Auftrag, öffentliche Güter zu machen. Weil Firmen sollen the business of business is business. Also sie dürfen und sollen Geschäft machen und Einnahmen generieren, Gewinn machen und eure Löhne können zahlen. Das ist wirklich die Aufgabe der Wirtschaft. Und im Gegenzug zur öffentlichen Verwaltung, die Steuergeld finanziert ist, dann ihre Sachen sollen wirklich jetzt eben alles Open Source sein. Und jetzt ist wirklich die Frage, was sind die Mechanismen in der Privatwirtschaft, dass Firmen Anreize haben, mehr Open Source zu machen. Oder eben nicht mehr Open Core, sondern wirklich Open Source. Und hier gibt es schon so Überlegungen, oder, dass man könnte sagen, ja, Firmen werden ja heute auch schon geratet nach den ESG-Ratings, Environmental, Social and Governance. Und dass man eigentlich durch das, wie könnte ich sagen, ja, künftig nach der Digital Public Goods Idee, wo ja Open Source eben auch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet, könnte man ja durchaus sagen, ja, eine Firma, die mehr Open Source machen, soll auch eine Art Anreiz oder eben Credits bekommen für mehr Open Source. Und wenn sie Open Data, Open Source, Open AI Models, Open Standards praktizieren und da auch beitragen, dass die dann wie Firmen, die einen besseren CO2-Footprint haben oder bessere Arbeitsbedingungen, wird eigentlich auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt in der Wirtschaft erwähnt werden. Und dann macht es auch wieder als Business-Perspektive Sinn, da zu investieren, weil eure Kunden wiederum sagen, ja, ich will nicht einfach investieren, sondern ich will nachhaltig investieren. Und macht es auch wieder unternehmerisch Sinn. Sehr gut. Mit diesem spannenden Plädoyer sind wir schon zum Ende gekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bedanken, dass du da uns Rede und Antwort gestanden bist. Und dir, Michael, der da hast, noch in deinem Keller gerübelt, für alte Perlen vorzunehmen. Es sind noch ein paar andere Sachen. Natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich da einmal mehr Zeit genommen haben, uns zuzulassen und hoffentlich auch können ein paar interessante Kommentare da lassen und es vielleicht auch teilen. Und wie gesagt, den YouTube-Kanal abonnieren. Und ich denke, ihr könnt da vielleicht noch mal schnell direkt in die Kamera schauen und heute Ade sagen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Ade.